Ja, schauen wir mal nach ganz oben. Denn in Köln, da könnte künftig die Mondoberfläche erforscht werden. Die sogenannte Luna-Halle, die wird nämlich heute eröffnet. Sie wird von ESA und DLR betrieben, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Auf 1000 Quadratmetern dient Luna als Test- und Trainingsgelände für die Weltraumforschung. Dazu wurde die Halle mit Staub und Gestein ausgelegt, die den Bedingungen auf dem Mond entsprechen. Und wegen des feinen Staubes kann Luna nur mit Schutzausrüstung betreten werden. Also schon was Besonderes, was da heute eröffnet wird. Deswegen schauen wir direkt Da müssen wir mit jemandem Besonderen sprechen, oder? Absolut. Professor Ulrich Walter, unser Weltraumexperte und Astronaut. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Herr Professor Walter. Ich grüße Sie nach Berlin aus München. Ja, nun haben wir das ja gerade schon so ein bisschen gesehen. Also Staub und Gestein hat man da in diese Halle auch gepackt. Wissen wir jetzt nicht genau, ob das schon vom Mond stammt. Also wie genau lassen sich denn überhaupt die besonderen Bedingungen des Mondes hier auf der Erde nachahmen? Ja, das ist eben das Besondere an dieser Halle. Das müssen Sie sich vorstellen, es ist eine ziemlich große Halle und es gibt zwei große Probleme auf dem Mond. Das eine ist tatsächlich der Staub. Der Staub ist richtig eklig. Er entstand dadurch, dass Meteoriten einschlugen, die Oberfläche wirklich in kleinste Staubteilchen zertrümmerten und die sind extrem scharf. Das heißt, wenn man so einen Raumanzug anhat und auf der Mondoberfläche umherwandert, dann sind die wie Schmirgelpapier und können einen Anzug durchschmirgeln. Man möchte also zum Beispiel wissen, wie scharf solche Dinger sind und wie schnell zum Beispiel ein Getriebe eines Rovers kaputt geht. Deswegen hat man dieses spezielle Regolith, so heißt das der Fachbegriff, gemacht. Man kann das natürlich nicht vom Mond holen, sondern hat es hier auf der Erde hergestellt. Die ESA hat ein besonderes Verfahren, um ein mondähnliches Regolith zu bauen. Und das zweite Problem ist, dort oben wiegt man ja nur noch ein Sechstel. Auch das muss man ja irgendwie simulieren und das ist nicht leicht. Also hängt man die Person, die jetzt also durch den Raum laufen, an langen Seilen, um im großen Teil des Körpergewichts zu reduzieren, als würde man dann, wenn man da durch die Halle läuft, nur noch ein Sechstel wiegen. Und das sind schon Herausforderungen. Und das ist neu und toll. Und welchen Stellenwert kann man denn tatsächlich diesem Luna-Zentrum abgewinnen für die Mondastronauten, die irgendwann mal wieder zum Mond sollen? Ja, das ist eben Raum zum Trainieren. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich nur noch ein Sechstel so schwer bin. Das bedeutet, ich kann wesentlich höher springen. Man hat zum Beispiel darüber nachgedacht, einen neuen Weltrekord im Hochsprung auf dem Mond zu machen. Das würde tatsächlich funktionieren. Der Nachteil ist, wenn ich hinfalle, ist es sehr schwer aufzustehen. Auch deswegen, weil ich einen starren Anzug habe. Also sowas muss man alles simulieren und das können eben Astronauten in diesem neuen Gebäude. Und was man auch machen kann zum Beispiel, die Idee lautet mit diesem Regolith, das so zusammenpappen, dass man sozusagen so kleine Steine baut, Bausteine, womit man dann Habitat baut. Auch das möchte man vorher trainieren und dazu dient diese Simulationseinrichtung. Herr Professor Walter, das ist ja auch insofern was Besonderes, als dass wir Europäer mal die Ersten sind, also da wirklich auch die Nase vorn haben. Die ESA ist da früher dran, die NASA, die baut schon an einem ähnlichen Testzentrum. Wie ist denn das zu erklären? Mhm. Ja, das liegt an der Aktivität der Astronauten. Sie müssen bedenken, diese Halle steht direkt neben dem Astronautengebäude. Und da haben die Astronauten mal gesagt, die europäischen Astronauten, wenn wir in Zukunft auf den Mond fliegen, dann möchten wir entsprechend trainiert sein. Also haben sie einen Antrag bei der ESA gestellt für Finanzierung eines solchen Gebäudes. Und die hat ja gesagt. Und deswegen sind wir Europäer da weit vorne von den Amerikanern. Herr Professor Walter, wir danken Ihnen für dieses Gespräch wie üblich. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was über den Mond gelernt. Danke Ihnen vielmals nach München. Danke Ihnen, schönen Tag. Tschüss, alles Gute.